Wenn deine Festplatte auf dem Notebook wieder mal voll ist und du möchtest eine größere einbauen, willst aber nichts neu installieren, dann brauchst du unter anderem so einen USB-SSD-Adapter 3.0 oder höher natürlich. Und wer hätte es gedacht, eine neue Festplatte, die größer ist als die alte. Da wir auch noch eine Klappe öffnen müssen am Notebook, brauchen wir zusätzlich noch einen Schraubendreher. Und wenn wir das alles im Vorhinein schon besorgt haben, legen wir los. Wir sehen an unserer Festplatte, dass es hier 2 Näschen nach unten gibt und diese befinden sich auch auf unserem Adapter. Also einfach passend einstecken, und da wir ja einen USB 3.0 haben, ist dieser hier blau und nicht schwarz wie die USB 2.0 Anschlüsse, wie wir hier sehen. Also stecken wir diesen auf dem blauen Port links ein. Kann bei euch natürlich auch rechts sein. In den meisten Fällen leuchtet nach dem Einstecken irgendeine LED am Adapter und das Fenster im Windows öffnet sich und zeigt uns an, dass die Platte im Moment noch leer ist. Somit springen wir einmal in unser System und schauen uns die Festplatten einmal an. Hier sehen wir 117 GB und 231 GB. Und die Software bekommen wir kostenlos bei diskgenius.com. Einfach auf den Free Download Button drücken und installieren das Ganze danach. Dann öffnen wir unsere Software, bestätigen mit Ja und wir sehen einmal die Oberfläche. Links gibt es noch ein paar Informationen. Um es kurz zu halten, gehen wir aber direkt auf Tools, System Migration und müssen hier unsere Zielfestplatte auswählen. Hier sehen wir dann, dass es die Samsung 860 EVO mit 250 GB ist und angeschlossen über den USB-Adapter. Auswählen und mit OK bestätigen. Die Warnung, dass alle Dateien auf dieser Festplatte gelöscht werden, bestätigen wir mit OK. Hier könnten wir die Festplatte dann noch in verschiedene Partitionen aufteilen, aber um es einfach zu halten, machen wir nur eine Hauptpartition, auf der der ganze Speicher freigegeben ist. Wir könnten jetzt hier noch wählen, dass wir die Festplatte, wenn sie fertig ist, per USB sogar booten können. Das heißt, wir müssten sie gar nicht einbauen, wollen wir aber nicht. Und der Haken unten reinmachen, damit das System nicht in den Standby geht während des Kopiermodus. Nachdem wir auf Start geklickt haben, kommt erneute Warnung, dass wir sicher sind, dass die Festplatte gelöscht wird und überschrieben. Ja, wir wählen hier den Hot Migration Modus, da Reboot to WinPE in einer anderen Umgebung das Ganze starten würde. Somit können wir aber gleich loslegen. Der Prozess war bei mir in 8 Minuten erledigt. Jetzt öffnet sich noch der lokale Datenträger, den können wir mal zumachen. System Migration completed, sehr gut. Und auch unten klicken wir wieder auf Complete. Der Kopiervorgang ist nun abgeschlossen. Wenn ihr allerdings einen Bad Sector Fehler bekommen habt, könnt ihr auf Disk, Verify or Repair Bad Sectors gehen und hier könnt ihr dann eure SSDs auf fehlerhafte Sektoren prüfen. Allerdings gebt den Error-Code, den ihr erhaltet, zuerst in Google ein und schaut. Es kann nämlich auch sein, dass ihr einfach zu wenig RAM beim Speichervorgang habt. Das wirft auch ab und zu Error-Codes aus. Dann noch die USB-Festplatte rechts unten sicher entfernen. Und nun bauen wir die Festplatte um. Das Allerwichtigste ist natürlich zuerst einmal das Stromkabel abziehen, falls ihr es dran habt. Dann drehen wir das Notebook um und lösen als allererstes noch den Akku aus. Oft sehen wir dazu hier kleine Symbole, rechts um den Akku herauszudrücken und links um die Sperre aufzuheben. Also jetzt ist es gesperrt und jetzt ist es offen. Wie man sieht, nach links schieben ist das Schloss auf und dann können wir diesen Regler auch wieder rüberschieben und dabei drückt es den Akku raus und diesen entfernen wir ganz einfach. Das kann bei euch natürlich etwas anders aussehen, aber in den meisten Fällen ist es ähnlich. Und so verhält es sich auch mit den Abdeckungen für Arbeitsspeicher und Festplatten. Hier bei mir sehen wir die Symbole oben, dass unter dieser großen Klappe der Zugang zu RAM und Festplatte sitzt. Da hier bei mir die Klappe relativ groß ist, muss ich 3 Schrauben entfernen. Bei euch kann eine Schraube für den RAM sein und auch eine separate Klappe und Schraube für die Festplatte. Nachdem ihr die dann entfernt habt,
gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, diese zu öffnen. Dabei schaut ihr einfach ganz genau, entweder man muss es einfach nur aufhebeln. Das merkt ihr, indem die Klappe natürlich dann schon sehr, sehr lose ist, aber kommt nicht auf die Idee, wie ich hier im Negativbeispiel zeige, damit irgendwelchen Werkzeug zusätzlich noch irgendwo aufzuhebeln, wo es eigentlich nicht geht. Denn Festplatten und der RAM ist bei den meisten Notebooks, Apple ausgenommen, immer ziemlich leicht zugänglich. Wir sehen hier, ich versuche zu hebeln, aber irgendwo klemmt's. Dabei wäre es doch ganz einfach. Wir nehmen die ganze Klappe und schieben sie nach unten. Aber man hätte auch vorher etwas genauer schauen können, denn da sehen wir nämlich einen Pfeil nach unten, der uns die Lösung quasi schon gezeigt hätte. Also immer mit Ruhe und Bedacht handeln hier. Dann gibt es uns den Blick auf das Innere frei. Hier haben wir einmal den Arbeitsspeicher, 2 Slots, wobei nur einer gefüllt ist, und unsere Festplatte mit den ganzen 128 GB. Um die Festplatte auszubauen, müssen wir hier 2 Schrauben lösen. Eigentlich sollten es 4 sein, aber wie wir sehen, fehlt die untere Schiene. Somit lösen wir diese heraus. Wir ordnen unsere Schrauben genauso, damit wir wieder wissen, wo sie hingehören. Es könnte nämlich sein, dass die eine oder andere Schraube länger ist als die andere. Also immer schön sortieren. Sind alle Schrauben entfernt, müssen wir die Karte ausstecken. Das heißt, wir schieben einfach in die gegengesetzte Richtung. Auch hier sollte eigentlich kein Werkzeug vonnöten sein. Hier sehen wir einmal die Halteschiene, auf der anderen Seite nicht. Diese müssen wir auch wieder für die neue Festplatte übernehmen, um sie dann sicher im Notebook wieder fixieren zu können, sodass die Festplatte sich nicht während eines Transports versehentlich lösen kann von ihrem Steckplatz. Wurden die Schrauben entfernt, kann der Halt einfach abgezogen werden. Gebt noch einen kurzen Blick darauf, wie die Platte orientiert war, und richtet die neue Platte genau gleich aus, wie die alte war. Lasst euch Zeit bei diesem Prozess. Da die Schrauben sehr klein sind und die Löcher noch kleiner, kann das Ansetzen und das Reinschrauben ab und zu ganz lustig werden. Deshalb nicht die Nerven verlieren, ich spule mal vor. Und hat es dann doch geklappt, ohne dass ihr die Schrauben verloren habt, dann setzen wir die Platte ganz einfach so ein, wie wir sie herausgenommen haben. Kurz die Orientierung der Stecker ansehen, mit Gefühl hineinlegen und zurückschieben. Kurz überprüfen, ob sie auch fest sitzt. Danach montieren wir die 2 Schrauben für die Halterung oder 4, wenn ihr 2 Schienen habt. Sitzt die Platte dann fest und die Schrauben sind angezogen, können wir unsere Abdeckung wieder montieren. Hier wieder dort ansetzen, wo wir sie runtergeschoben haben, und die letzten 3 Schrauben reindrehen. Wenn ihr alle Schrauben gut sortiert auf die Seite gelegt habt, dann herzlichen Glückwunsch, sollte keine übrig sein. Jetzt montieren wir unseren Akku wieder. Diesen setzen wir einfach ein, mit Gefühl einsetzen und nicht verkanten. Am letzten Ende, der letzte 1-2 mm, kann sein, dass ihr eine kleine Federwirkung spürt. Dort einfach hineinklipsen und den Schalter für die Sperre umlegen. Dann Kabel rein oder auch nicht und Notebook starten. In wenigen Fällen kommt eventuell eine Meldung, die den Bootvorgang betrifft. Diese kommt aber nur einmal und die können wir mit OK bestätigen und das Notebook sollte ganz normal starten. Wenn du Fragen oder Anregungen zu anderen Themen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.